Schon als Kind letztendlich habe ich immer Porsche gemocht und ja, es ist irgendwie so ein tief verankerter Wunsch in mir, irgendwann mal einen Porsche zu besitzen, und zwar einen 911er. Dann ist meine Wahl irgendwann auf einen Carrera T gefallen. Vor 2 Tagen kam die freudige Botschaft, dass im Porsche Zentrum etwas angeliefert wurde für mich. Cool. Ja. Und der riecht wirklich neu. Ja, schon, ja. Schon. Ja, schon. Das ist wirklich schön. Ja, cool. Ich freue mich, wenn ich dich mitnehmen darf. Heute geht es jetzt ans Eingemachte, und zwar werden wir meinen schönen Carrera T auspacken. Wow. Wow. Hammer. Wow. Mein Porsche. Ich kann es jetzt gar nicht abwarten, wenn ich ihn abholen darf und fahren darf. Und ja, ich hoffe, die Zeit bis dahin vergeht schnell. Herzlich willkommen, heute ist Valentinstag und ich hole meinen ersten eigenen Porsche ab. Im Porsche Zentrum Bayreuth, und den schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Komm mit! Herzlich willkommen. Hi, coole Jacke. Dankeschön. Das ist Pepita, oder? Oder geht in Richtung Pepita? Ja, also passt schon. nach dem Gesichtspunkt. Hi, servus, La. Servus, cool. Darf ich die Kennzeichen schon gleich einmal abnehmen? Perfekt. Ich habe nämlich einem Kollegen schon Bescheid gegeben, dass der uns die gleich mit montiert. Perfekt. Bei denen ist bloß die Frage, sollen wir die bohren trotzdem? Also vorne würde ich es schrauben, ne? Genau, und ja. hinten macht das Genau. hier in eurem Halter, Genau, hinten oder? ist der Halter auch dran. Ja. Vorne würde ich sie halt ganz normal durchbohren, das machen wir mit den Blechschildern auch so. Genau, eben. Wir Okay, haben und dann kommen auch so Abdeckungen. genau, ne? Schrauben und dann die Abdeckungen, also Ja. man sieht da nichts mehr. Aber Edelstahl. Aber wir haben es sonst, genau, ja. Das ja. ist krass. Ja. Das nehme ich schon mal mit. Und die Fahrzeugpapiere würde ich mir auch kurz eine Kopie machen, oder vom Schein. Den Schein habe ich dabei. Genau, Also der Brief, ja. der ist schon safe daheim. Ja, das passt alles gut, da kann er liegen bleiben. Perfekt, super. Oder eigentlich so ein kleines Mäppchen. Liegt schon bereit. Liegt bereit, kein Problem. Hallo. Hallo. Oh, sogar mit einem Blümchen. Oh, das ist aber schön. Ja? Ja, heute ist Valentinstag. Valentinstag. Da muss man, das konnten wir uns nicht nehmen lassen. Aber das ist extra keine rote, also dass die jetzt nicht konkurriert mit dem ganzen Strauß. Aber Deswegen. pink ist ja schon mal mega. Schon, ne? Genau, also habe ich mir gedacht, das ein bisschen was muss schon sein. Und wir haben ja übrigens vom Festival of Dreams Ja. auch diesen, war dieser Senso-Wein, die standen da, wenn Sie sich erinnern. Ja. Die standen auch bei uns da oben in dem Eck und haben jetzt eben auch einen extra alkoholfreien Sekt. Also Drink and Drive, das Thema. Das deswegen, ist stark. Ja, finde ich eine coole Mitgedacht, Geschichte. genau. Ja, voll. Also den haben wir. Wir könnten auch jetzt anstoßen oder dann für daheim, wie es Ihnen lieber ist. Also wenn Sie mittrinken, gerne. Stoß mal Ja, an. gerne. Also dafür ist er da, aber wie gesagt, wir Ja. können auch gerne für daheim lassen. Alles gut, ist doch jetzt eigentlich eine schöne Atmosphäre. Voll, dann. finde ich auch. Finde ich auch, deswegen ist doch optimal. Dann machen wir das so. Ja, jetzt wird's ernst. Ich bin so aufgeregt. Da steht er schon, das gute Stück abgedeckt. Und ich finde, er macht eine sehr gute Figur unter dem Stoff. Ich will da dran ziehen. All I want
Genau, wir haben ja ein bisschen was. Ich gehe jetzt mal chronologisch, fangen wir mal hier an. Für den Fahrzeugschein eben. Ein Mäppchen, sehr, sehr schön. Genau, das heißt, unser Mäppchen ist mit drin. Wir haben auch immer eine Visitenkarte von uns mit drin, von der Info vorne aber. Weil, genau, hier ist immer schon mal der Hinweis, wir haben hier auch die Notrufnummer drauf von der Porsche Assistance, wenn doch mal irgendwie ein Unfall oder was passiert. Ja. Das heißt, ist ja jetzt die Assistance mit der Neufahrzeuggarantie 2 Jahre drin. Genau, für den Fall der Fälle. Die lässt sich ja dann im Anschluss verlängern bei uns. Genau, das haben wir gesagt, das machen wir. Genau, also machen die meisten jetzt gerade beim 11er auch. Das Schöne bei Porsche auch wirklich, dass die fahrzeuggebunden bleibt. Das heißt, auch beim Verkauf bleibt die immer auf dem Fahrzeug. Und ja, da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja. Von daher, genau, von daher bestens. Wenn wir weiterschauen, die nächste Mappe ist unser Bordbuch. Das es gibt heißt, noch eins. Ja, es gibt noch eins. Ist ja echt mittlerweile nicht mehr Standard. Also ich habe es jetzt auch bei meinem, das ist nur noch digital. Und da kriegt man bloß noch einen Wisch mit. Also, ja. Ja toll, wenn man mal auf die Schnelle was braucht, ne? Ja, Da kannst du erst mit Googeln anfangen. Das ist ne? wirklich so. Und was echt auch für mich jedes Mal irgendwie zum Ausfüllen halt super cool ist, wenn man erst einen Besitzer eintragen kann. Genau, Übergabe ist mit abgestempelt. Das heißt, die wurde ja bei uns dann gemacht. Ja. Neufahrzeugübergabe. Und ja, ansonsten ist auch hier nochmal eine kurze Übersicht von der Porsche Assistance drin. Und die Anleitung, die haben wir in digitaler Form aber auch im Auto. Das heißt, wirklich dann für alle Stichworte, die man mal brauchen sollte, kann man jederzeit im Fahrzeug digital auch schauen. So. Auch Genau. sehr schön. Das gibt's. Dann haben wir natürlich unsere Warnwesten dazu. Das heißt, 2 Paar Warnwesten. Da drinnen, cool. Ja, also echt ganz cool. Wir können auch, soll ich die Verpackung gleich hier lassen? Ja. Weil die Tasche, glaube ich, ist handlich an sich. Ne? Dann tun wir es jetzt auch. Hat ja genau. nur 2 Sitze. Ja, eben. Genau, von daher ist das die beste Wahl. Beim Pain bräuchte man sonst 2 oder 3 packen. Das ist ja das, ne? Als Firma muss man für jeden Sitz ja eins drin haben. Ja, und auch je nach Land. Also ich glaube in Österreich ist ja auch so noch für jeden eingetragenen Sitz, glaube ich. Ne? Also von daher, ja, ist das schon ganz gut so. 2 Kleinigkeiten habe ich mir rausgesucht für speziell für das Auto jetzt, weil es ja doch kein ganz normaler ist. Zum einen, werden wir ja dann gleich drinnen sehen, ich finde halt die Stickerei an der Kopfstütze cool. Oh! Und dass das natürlich auch matcht, haben wir da schon mal den 911-Anhänger. Voll der schöne Schlüsselanhänger. Genau. Schau mal. Genau, und das ist ja unsere neue 911-Signatur, also die man auch für hinten kriegt, wenn man eben hinten drauf bestellt. Ja. Und ja, das ist schön. Ich denke, das ist eine schöne Geschichte, sehr gerne. Und was jetzt endlich mal richtig gut passt, wir haben das vorne im Shop immer liegen, das sind unsere Schlüsselwangen. Und zwar, weil wir auch den Sportex-Sitz innen haben, haben wir die Schlüsselwangen in den Sportex. Wir können sie gleich gern auch dann mit hinmachen schon. Ja. Ich finde das nämlich echt ein cooles, das ist cooles cool. Gimmick. Weil da haben wir tatsächlich schon überlegt, was wir da für Möglichkeiten haben, dass wir den Schlüssel dann wegen aufwerten, weil, weiß nicht, wir waren ja so mit dem Konfigurieren beschäftigt, dass man jetzt an den Schlüssel irgendwie gar nicht mehr gedacht hat zum Schluss, aber das ist schön. Genau, also ich finde es auch super cool. Es sind ja sowieso auch 2 Schlüssel, das heißt man kann einen so machen, einen so. Und ich fand es jetzt echt zu den Sportex sitzen, also können wir uns dann gleich mal live anschauen. Wir haben es gecheckt, dass es auch passt. Also das passt übereinander. Danke. Sehr gerne. Genau, wir machen dann gleich hin. Ja. Wir schauen uns davor aber nochmal diesen Ordner an. Und zwar, ja, na klar. Gibt es zu jedem Fahrzeug bei uns dazu. Also ein paar Kunden haben jetzt ein paar mehr Ordner schon zu Hause stehen. Ich wollte gerade sagen, wir kaufen nur noch Porsche, da gibt es einen Ordner. Ne, eben genau. Also wenn da mal mehr Ordner dazukommen, ist das immer eine coole Geschichte. Da haben sich schon ein paar Regale gut gefüllt. Der ist jetzt natürlich noch relativ jungfräulich. Genau, erstmal haben wir vorne natürlich unsere Infobroschüren, Porsche Times und auch das Service-Magazin, was immer drin ist. Ansonsten haben wir unseren Wunscherfüller, das heißt Thema Empfehlungsmanagement. Da freuen wir uns natürlich, wenn jemand auf besondere Empfehlungen kommt. Dann können Sie dem diesen kleinen Traumerfüller mitgeben, hinten wie so einen Gutschein draufschreiben, übergeben an den und dem. Und wir bedanken uns dann mit einer Kleinigkeit aus dem Shop. Genau. Also das ist eine schöne Geschichte. Das ist wirklich cool. Ansonsten haben wir bei allgemein ist soweit erstmal nichts drin. Bei den Vertragsunterlagen ist die Rechnung im Original nochmal mit drin, ausgedruckt. Schön. Ansonsten ist hier immer die Folie haben wir ganz gern für den Fahrzeugbrief. Genau. Je nachdem, wie man den halt zu Hause aufbewahrt. Aber im Tresor ist er an sich auch schon ganz gut gelagert. Den ganzen Ordner dann rein. Genau. Steuer, Servicegeschichten, Versicherungssachen ist eben hier hinten genügend Platz. Das heißt, dann hat das alles einen Ort. Ja. Coole Idee von euch. Ja? Ja. Sehr schön. Also ich finde es auch, wir sind auch immer drauf und dran, den ein bisschen den auch unterjährig mit Leben zu füllen. Also je nachdem, wie es halt von der
von der Saison passt. Ja. Eine coole Geschichte. David, soll ich dir helfen? Muss ich bloß fragen, ob die Plane noch nicht runterziehen, logischerweise. Nee, runterziehen tun wir es ja noch nicht, aber ich halte sie dir. Das ist übrigens auch sehr gut gewählt in Grün und Pink. Ja, natürlich. Muss sein. Und ich habe mir gedacht, man will ja die Klischees nicht immer zu sehr bedienen, aber wir haben uns über Sternrubin unterhalten. Von daher habe ich mir gedacht, passt das trotzdem, auch mit der Rose dazu. Soll ich uns den mal einschenken? Sehr gern. Schon, oder? Sehr zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Also ich finde, das kann man als Alternative echt gut. Auf jeden Fall, ja. Sehr, sehr gut trinken. Schmeckt sehr gut. Genau, also Fahrzeugbrief, COC haben Sie ja schon bekommen. Schein liegt vor, die Bordmappe ist vollständig. Haben uns gerade angeschaut. 2 Fahrzeugschlüssel gibt es gleich und das Equipment liegt im Auto alles bereit. Das heißt, von der Seite passt alles. Porsche Connect, die Frage, da müsste die Mail schon gekommen sein, oder? Genau, da bin ich aber mit der Aktivierung dann nicht gar fertig geworden. Okay. Ne? Weil ich glaube, das muss man dann am Fahrzeug Genau. sogar machen. Dann. Schauen wir uns gleich zusammen an. Dann ist jetzt nämlich, ich finde das absolute Highlight. Genau. Als Überleitung zu dem auf 4 Rädern. Bitte schön. Ja klar, unbedingt. Ach so. Unbedingt. Oh, das ist ja süß. Genau. Siehst du? Toll. Sogar für den Reifendruck. Genau. Ich habe es jetzt extra noch nicht hingemacht. Sehen auf den Sommerrädern halt schöner aus. Ja. Und ich finde halt die Kopplung von Sternrubin zu der Rose, die fand ich unschlagbar. Das stimmt. So dass da der Sternrubin-Akzent noch mit drin ist. Ja. Genau. Sehr, sehr schön. Ja. Ach, das ist cool. Schön, freut mich. Also das haben wir uns gedacht. Toll. Passt ganz gut. Voll gut. Auch das sieht jetzt wieder schön aus, ne? Ja, finde ich auch. Und wie gesagt, ist halt wirklich das Fahrzeug ganz ist manchmal so ein bisschen too much einfach. Aber so als Akzent ist es halt super cool. Schön. Richtig schön. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne, sehr gerne. Freut mich. Genau. Und ja, die 2 Schlüssel, logisch wie erwähnt. Wir können gleich, wenn Sie wollen, umbauen, ne? diese Schlüsselwangen umbauen, ja. Brumm. Ja, die neue Schlüsselform, jetzt ja mit dem 992 auch gekommen. Davor sahen die ein bisschen anders aus. Echt eine. Ich hatte noch keine. Genau, deswegen. Ich schaue jetzt mal, dass ich das hinkriege, aber eigentlich ist das kein großes Ding. Das ist nämlich auch, sehen wir nämlich gleich jetzt auch, wo der Notschlüssel ist. Das heißt, wenn man mal brauchen sollte, genau, ist der oben drin. Kann man den einfach rausziehen. Gelöst, ja. Also es ist, finde ich, auch ganz gut gelöst. Wenn wirklich die Batterie dann doch mal leer sein sollte, zeige ich dann gleich am Türgriff, gibt es die Möglichkeit, den manuell auch zu entriegeln. Dann auf der Seite dran. Kann man diese Wange nämlich Das ist echt cool. Seitlich ganz gut abnehmen. So. Den gibt es nämlich, diese Schlüsselwangen gibt es auch mit, wie heißt es, mit Swarovski-Steinen besetzt. Also, wenn man es wirklich, den habe ich selber auch noch nicht zusammengebaut, aber ich habe echt gedacht, das passt jetzt so gut. Ja, voll. Aber wirklich, dass man auch selbst den Schlüssel individualisieren kann. Das ist der Hammer. Ist mega. Also das finde ich echt, bei unserer Marke passt das einfach voll dazu. Und ja, so gehört dazu an. Voll easy. Das vorne rein. Ohne Werkzeug. Ja. Schon beim ersten ist es ein bisschen stramm. Genau. Danke. Sehr gerne. Fühlt sich schön an. Ja, ich finde auch. Cool. Und ist echt innen mit der Sportex-Aufnahme dann cool. Die tue ich einfach der Vollständigkeit halber mal hier rein. Genau. So. Das ist wirklich cool. Ja, finde ich auch. Also gibt es ja auch manche, wenn es jetzt irgendwie eine Außenfarbe, also manche haben dann gelbe Schlüssel oder eben weiße Schlüssel. Das sind die gleichen Bauteile. Schön. Perfekt. Cool. Prima.
Sehr schön. Das wäre es von den ganzen Sachen. Wir können jetzt dann zum Auto gehen. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Genau, gerade beim Flügel hinten am besten von hinten das Tuch mal lüften. Entweder ziehen oder von vorne aufdecken, wie es am schönsten ist. Und lasse ich den Schlüssel mal da. Ja, ich sperre ihn mal auf, weil dann leuchten nämlich die Lichter vorne. Ah ja. Perfekt. Ich nehme es dann nicht gleich. Das sieht gut aus. Ist gleich nochmal was ganz anderes. Mit Kennzeichen. Also sehr, sehr schön. Schon, oder? Finde ich auch. Also wirklich auch. Voll. Also passt richtig gut. Klar, die Sommerräder sehen oft halt einfach noch einen Ticken schöner aus. Ich finde, Winterräder sehen ganz schön stollig immer noch so ein bisschen aus. Aber ja, vom Profil her, ne? genau. Aber so. Aber man ist auf jeden Fall so auf der sicheren Seite und das passt. Voll. Ja, und ich finde echt mit Kennzeichen macht es halt echt immer noch einen riesen Unterschied. Ja. Sau cool. Sehr, sehr Ja, schön. jetzt ist es soweit. Sehr cool. Auch dass das so schnell geklappt hat, Ja, ne? Also, voll. Ja, und jetzt echt halt als Tee, wie gesagt, wir haben jetzt den bekommen und noch einen zweiten. Aber das sind die einzigen Teemodelle, die es zu uns überhaupt in den Laden geschafft haben. zur Auslieferung. Also von daher super stark. wow. Ja, und ich finde echt auch das Silber, wie wir es ja auch schon beim Auspacken hatten, Ja. mit diesen Akzenten, diese teespezifischen, einfach eine super schöne Geschichte. Steht richtig, richtig gut da. Ja, voll. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich würde vorschlagen, wir gehen einmal dumm rum. Ja. Erstmal schauen uns alle Öffnungen an, die wir so haben. Es sind ja nicht allzu viele beim Elva. Aber dass wir die einmal gesehen haben. Ja. Wenn man die Tür auf das an. Ah, das sah die Dinge aus. Genau. Ich zeige es mal hinten. Wenn wir hinten einmal starten, haben wir innen die Öffnung vom Motorraum. Ja. Das heißt, man wird nicht mehr sehr viel dran machen, aber dass man einen Überblick hat, wo was reingehört. Ja. Das heißt, Flüssigkeiten, Öl und Kühlmittel ist hier hinten, aber da sind beide Stände oder der Ölstand lässt sich dann auch digital auslesen. Das heißt, man hat sowieso manuell nichts mehr zu tun. Ja. Grundsätzlich alles, was fehlen sollte, Kühlmittel oder auch Scheibenwischflüssigkeit, das zeigt er alles an. Das heißt, für den Fall der Fälle Hat man da dann wird keinen es, Stress? ganz genau, Ja. ist es einfach digital angezeigt. Kann man das noch weiter umlegen? Oder Nee, das alles? ist tatsächlich mit dem Aerokit ist es halt so ein bisschen tricky für die Jungs in der Werkstatt. Aber Ja, oder wenn man dann doch mal was funktioniert. nachfüllen muss. Ja. Also der RS3, der braucht schon immer. echt, ja? Also beim Elva ist tatsächlich relativ wenig, was ich so höre, dass da Leute mal auffüllen mussten. Klar, aber für den Fall der Fälle ist das Aerokit da ein bisschen im Weg. Genau. Ja. Trichter und so eine Verlängerung. Genau, bisschen Verlängerung oder wenn man es seitlich reinkippt, dann glaube ich, geht's. Am Schlauch. besten nicht da drüben. Oder ein Schlauch, ja. Genau. Ansonsten ganz genau, das ist das was wir vom Motor noch sehen. Überhaupt. Der Wahnsinn. Von unten ist ja deutlich besser, Stichwort unten, wir haben ja die Unterbodenversiegelung gemacht. Also das ist vollständig. Ich finde es auch super cool beim Neuwagen gerade halt, dass der einfach einmal nochmal wirklich von Hand angefasst wurde. Und ja, Eben. Und auch bei der Witterung jetzt Voll. aktuell ist ja Voll. doch noch irgendwo Salz und wie auch immer. Und ja, also deswegen gibt ein auf jeden gutes Fall. Gefühl. Finde ich auch. Zum Zumachen einfach wirklich von oben ein bisschen Schwung mit drauf. Okay. Ja. Auch hier wieder die Lamellen im Heckdeckel sind ja extra lackiert. Ah ja, und da geht es dann noch so rein. Da zieht Genau. er dann seine Luft. Ganz genau, da unten sind die Ladeluftkühler angesetzt. Das heißt, hier oben pfeift er wirklich rein. Ja. Finde ich auch. Also auch hinten halt jetzt wirklich mit Kennzeichen. Ja, Mega bullig. sieht richtig gut aus. Ja. Schauen wir einfach über die Beifahrerseite mal vor, würde ich sagen. Ja. Das heißt klar, Beifahrertür wird man eher, beziehungsweise je nachdem wie es
wie man sich den Fahranteil aufteilt mit Fahrer, Beifahrer. Ansonsten können wir hier schon mal einen Blick nach hinten reinwerfen. Das heißt, der Sitz nach vorne umgelegt und das ist ja wirklich dann ohne die Rückbank hinten einfach super viel Stauraum, der mir dann hilft. Bei dem Hebel immer der Hinweis, dass man den möglichst gerade auszieht, weil wenn man nämlich nach vorne zieht, dann spannt sich das so auf, dass man kaum gezogen kriegt. Das heißt, wenn die Lehne wirklich drin steht, genau, am besten mal selber genau 90 Grad sozusagen nach außen. Weil wenn man es nach vorne zieht, dann spannt sich immer das recht ist so, ja. wie man es denkt, dass ich es gehört und dann ist es klar. Ja. Wir hatten tatsächlich schon Kunden, die kamen mit der einzelnen Schlaufe in der Hand zu uns und haben gesagt, wir haben wie viel gezogen. Genau, deswegen da haben wir den schon in Gewalt. Ja. Und für was ist jetzt diese Ablage da genau? Was tut man da rein? Gute Frage. Also ich hab's selber ehrlich gesagt noch nicht rausgefunden. Lipgloss vielleicht oder einen schmalen Geldbeutel oder sowas vielleicht, der jetzt nicht irgendwie zu hoch ist, aber das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe es noch nie genutzt, vor allem wenn ich wirklich was zum Ablenken habe, dann tue ich es halt in die Türtafel rein. Ja, toll, ne? Ja. Kommt das jetzt durchs Ablagenpaket? Oder ist das immer? Nee, der ist immer. Ah ja. Der ist immer mit drin, soweit ich weiß. Ich habe aber auch, muss ich ehrlich gestehen, noch kein Auto ohne Ablagenpaket gesehen, glaube ich. Also das wird echt immer mitbestellt. Ja, genau. Das zum einen. Und weil man, glaube ich, gerade auch beim Elva froh um jeden Platz ist, den man irgendwo hat. Cool. Der ist ja. Wirklich schön. Ansonsten schauen wir gerne einmal kurz mit rum. Tankdeckel, ja vorne rechts. Also auch das spezieller als jetzt bei einem beim Standardfahrzeug. Ja. Vorne rechts, Super Plus wird empfohlen vom Hersteller immer. Wir haben ihn erst betankt auch voll immer mit Super, also wir fahren unsere Fahrzeuge auch mit Super in der Regel. Das heißt, da hat man keine Probleme, man kann theoretisch laut Betriebsanleitung auch E10 tanken. Würde ich jetzt persönlich aber nicht machen. Das machen genau. wir nicht, aber ansonsten Super oder Super Plus. Ja, wenn man in Italien ist, dass man dann letztendlich keine Angst haben muss. Dass man weiterfahren kann und nicht, das fragen ja wirklich viele, da je südlicher man dann kommt, ist ja die Spritqualität eher nicht ganz optimal. Genau. Deswegen, aber ja. Ansonsten, wie gesagt, vollgetankt ist er und das ist die erste Fahrt da gleich gut läuft, genau. Ja, schauen wir vorne mal rein, würde ich sagen, oder? Ja. Entriegelung ja über die Taste in der Fahrertür. Das heißt, hier im Einstieg einfach mal. Genau, und wo hat man jetzt da hinten aufgemacht? Ganz kurz? Auch hier. Ach so, auf der anderen Seite. Also es sind vorne und hinten die beiden Knöpfe. Okay. Beide kurz ziehen, dann springt er auf. Ja. Und dann ist es beim Elva unter dem Wappen einmal reinfahren, von links nach rechts rüber. Das heißt, ich kann auch einmal nach drüben streichen. Also auf der Unterseite ist der Griff. Also hier unten an der Stelle. Ach, da unten? Genau, unten dran ist er. Dann doch so. Genau, ja, also ich gehe mit der Hand immer anders rein, deswegen. Ja, aber das ist schon so besser, ja. Ja. Auch hier vorne natürlich Ablagefach. Wir haben ja, es gibt ja spezielle Remova-Koffer, die auf den Kofferraum angepasst sind, tatsächlich, aber so die Klassikerfrage, der Kasten Bier, der geht rein, wenn man es mal brauchen sollte. Ansonsten finde ich auch für einen Sportwagen echt super gute Platzverhältnisse. Ja. Rechts und links verstaut. Zum einen ist hier so ein bisschen Bordwerkzeug, der Rest, den es davon heutzutage noch gibt. Das heißt Abschlepphaken und ein kleiner Schlüssel. Aber mehr wird man, wie gesagt, selber nicht brauchen. Genau, ein Warndreieck ist da vorne. Genau, Warndreieck ist hier mittig drin. Und unten links das erste Hilfeset, was mit drin ist. Ja. Für vorne nur noch zu wissen, ist rechts oben der Scheibenwischbehälter. Ja. Das heißt, da, wie gesagt, wenn das dann mal sagt, wenn es leer ist, vorne aufzufüllen. Ansonsten das, was hier drunter ist, ist die 12-Volt-Batterie und dann Bremsflüssigkeit. Das heißt dann für uns im Service eher wichtig. Und gut, ich denke, Ladungserhaltung wird kein Thema sein, oder? Ab welcher Standzeit empfiehlt wird das? Je nachdem, also ne? über den Winter auf jeden Fall, wenn er länger steht. Wir machen es in der Halle zum Beispiel auch gut klar bei uns in der Halle, wenn wir Türen aufgemacht, Licht eingestellt, irgendwie Sitze vor zurück. Ist aber beim 992, die haben jetzt auch Lithium-Ionen-Batterien, soweit ich weiß. Ja, genau. Beim 992 haben sie jetzt auch Lithium-Ionen-Batterien und da ist so ein Batterietrennschalter drin. Falls die leer werden sollte, dann springt er auf. Deswegen, wenn er länger steht, ich sag wirklich ab 3-4 Wochen sowas. Wenn man eins hat, anklemmen,
ist die bessere Wahl auf jeden Fall. Hätten wir schon, wo wäre das dann? Genau, es gibt zwei Varianten. Innen gibt es einen Zigarettenanzünder, das ist immer so ein bisschen die Frage. Ich zeige es aber gerne einmal, wie wir es auch anstecken. Das heißt rechts und links hier rein. Ah. Genau, dann können wir nämlich diese Ablage hier Ach so, die muss dann ganz raus. Genau, Okay. die kann man einmal rausnehmen. Ui. Und dann ist es so. Genau, voll. Also auch das ist ja echt noch alles sauer und alles jungfräulich. Das wird in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr ganz so ordentlich sein. Hier oben ist die Batterie verbaut und hier ist der Pluspol, Minuspol ist hier drüben. Also das ist wichtig zu wissen, wenn man es anklemmt, wirklich hier Plus und Minus da drüben, damit es das Batterie-Management-System auch checkt. Ja, genau. Das ist so die Sache. Wir machen es in der Halle, haben wir die Dinger drin liegen. Viele Kunden haben aber dann die Ablage einfach in der Garage irgendwo aufgehoben. Ja. Das heißt, wenn er echt mal länger steht, kann man das wirklich entspannt machen. Da die Klemmen anschließen. Dann kann man nämlich das Kabel nach oben rausfinden. Wir können es uns dann vorne auch gleich mal bei einem Auto anschauen. Ach so, das ist ja noch besser. Also kann man sogar ganz zumachen. Genau, ja. Also wir machen sie vorne auch, wir haben sie ganz zu im Laden. Ja. Das heißt, Kabel einfach so verstauen, dass natürlich jetzt nichts irgendwie beschädigt wird, aber dann nach oben rausgeführt und dann kann man die Haube trotzdem zumachen. Das ist mitgedacht. Ja, genau, also das funktioniert gut. Wie gesagt, so das Innenleben ansonsten eher für uns Service. Ja. Kleine Rand. Stichwort Service. Wie viel wir fahren. Ja, genau. Stichwort Service hatten wir, glaube ich, auch schon mal kurz drüber gesprochen. 30.000 Kilometer, 2 Jahre. Was wirklich, finde ich, auch in der Klasse, wie es viele auch sagen, echt immer schon ganz gut ist. Das heißt da wirklich klassisch 2 Jahre zum Kundendienst. Und ja, darum kümmern wir uns dann. Perfekt. Jo. Ja, schauen wir mal, was wir alles damit erleben. Ja, voll. Was wir im ersten Jahr dann alles fahren. Ja, also ich bin auch gespannt, was er so, welche Touren der so fahren darf. Ja. Aber ist jetzt auch vom Timing her perfekt. Also das ist jetzt auf die Saison zu, der dann gleich bereitsteht. Ja, besser hätte es jetzt nicht sein können. Ja, also voll. Richtig gut. Auf das Wetter, schauen wir mal, ob noch ein Wintereinbruch kommt, aber... Bei uns laufen die Wetten hinten, weil jetzt gestern hat ein Kunde einen Cayenne auf Sommerreifen abgeholt und hat gesagt, er wechselt nimmer. Kann ausgehen, Ja, kann nicht ja. ausgehen. Er hat gesagt, zur Not muss er halt dann noch mal ein paar Tage stehen bleiben und Ja. das Winterauto ran sozusagen, aber bin auch mal gespannt. Aber wie gesagt, jetzt gerade auch heute, bei uns ist ja dann doch ein bisschen kühler. Ich war heute Morgen auch froh, meine Winterreifen, weil es dann doch nachts immer gefrieren kann. Das war frisch. Ja, genau. Haube schließen ist bei Porsche ja so ein bisschen unterschiedlich gehandeltes Thema. Ich drücke immer unterhalb vom Wappen. Ja. Es gibt auch welche, die auf dem Wappen drücken. Muss man selber herausfinden. Ich finde, unterhalb vom Wappen ist besser. Den kleinen Händabdruck wird man immer haben. Das bleibt nicht aus. Genau. Ja, auf dem Wappen. Also Nee, also das wird nur, am Ende des Tages wird es nur taub irgendwie. ja. Von daher. Ja, bestens. Wie gesagt, die schönen Scheinwerfer haben wir mit drin. Das finde ich immer optisch echt ein Highlight. Und ja. Technisch sowieso. Perfekt. Dann können wir gerne reingehen, beziehungsweise wir können uns davor Porsche Connect einmal kurz am Handy anschauen, wie da der Stand ist, weil dann können wir das innen nämlich im Fahrzeug gleich anmelden. Mit drin wirklich, wenn ich sage, ich weiß nicht mehr, wo ich geparkt habe oder ich möchte meinen Fahrzeugstandort markieren, dann hier mit drin. Ansonsten entdecken ist Porsche allgemein ein paar Infos. Da sind zum Beispiel auch, soweit ich weiß, unsere Events jetzt drin. Das heißt, wenn wir jetzt Events einstellen, dann wird es unseren zugeordneten Kunden auch hier angezeigt. Kommt per Newsletter ja sowieso dann aber auch raus. Schön. Genau. Konto, logisch, da sind dann die Kontoübersichten. Wir schauen einfach gleich nochmal rein, wenn es verbunden ist, weil dann sehen wir alle Funktionen. Perfekt. Gut, steigen wir ein. Ja, gerne. Ha, herrlich. Genau. Schön. 20 Kilometer. Ja, cool. Den können wir jetzt hier rausnehmen. So. Ja, herzlich willkommen im neuen Zuhause sozusagen. Danke. Perfekt. Ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal chronologisch kurz vom Lenkrad aus durch. Sie sind ja schon Probe gefahren, wirklich von der Bedienung her ganz genau identisch. Das heißt, Zündschloss links, der Porsche-Fahrer, der wird dann dadurch enttarnt, dass er halt einsteigt und drehen will. Links, das ist auch beim 992er eben die schöne Geschichte. Genau, also einmal Zündung dann jetzt. Ja, oder? genau. Wir können gerne Zündung anmachen einfach. Nochmal? Oder? Nee, passt. Okay. Dann gibt er uns die Bildschirme alle frei. Grundsätzlich
Thema Bedienung am Lenkrad und Scheibenwischer, Blinker ist ja alles wirklich so wie gewohnt. Das heißt keine wilden Geschichten. Der Lichtschalter ist auch links am Zündschloss, so wie man es sonst auch kennt. Automatikstellung ist eingestellt, ist ja wirklich auch das, womit man 99% fährt, glaube ich. Genau. Am Lenkrad selber haben wir ja dann die Möglichkeit, über die rechte Schaltwalze uns hier rechts die Daten erstmal anzeigen zu lassen. Das heißt unterschiedlichste Fahrzeuginformationen, Verbrauchsdaten, Radio, sonstige Geschichten. Das Navi ist hier auch schon mit drin. Über die Taste hier rechts springe ich dann in den anderen Bildschirm. Das heißt einmal nach links. Ah ja. Genau, da hat man dann auch noch die Möglichkeit, da ist nicht ganz so umfangreich, das heißt der Tachometer, der mechanisch angezeigte, der bleibt sozusagen immer da. Und ja, das ist aber einfach die Umschaltung über den Daumen, dass ich auf ins andere Display komme. Genau, mittig Drehzahlmesser, sowieso klar, Geschwindigkeit wird dann damit angezeigt. Alles andere am Lenkrad ist auch relativ selbsterklärend. Telefon, was man annehmen kann, das ploppt aber zusätzlich in den Displays ja auf. Die Zurücktaste, das heißt, wenn ich jetzt hier in den Untermenü reingehe, einfach wenn ich mittig, ich springe wieder nach rechts und gehe einmal mittig drauf, dann kann ich hier Thema Ölstand zum Beispiel, habe ich vorhin auch schon erwähnt. Das heißt, den kann man sich hier anzeigen lassen bei Betriebswarnmotor. Wann der nächste Service ist zum Beispiel, Ölservice, genau. Ja. Das zeigt er alles hier. Da komme ich eben zurück, über diese Taste. Ganz links haben wir dann die Sprachbedienung. Die funktioniert entweder über den Knopf einmal kurz gedrückt oder über Hey Porsche. Das heißt, das ist tatsächlich mein Favorite, wenn ich Radio oder Musik bediene. Ja. Mir ist es viel zu fummelig. Ich mache das mittlerweile nur noch über Sprachbedienung. Cool, das probieren wir aus. Ja, ob er mich versteht. Voll. Aber bin ich guter Dinge. Also der versteht auch oberpfälzische Kundschaft, sage ich mal. Das ist ja schon ein bisschen speziell manchmal. Ja, das stimmt. Nein, aber funktioniert sehr, sehr gut. Also da ist auch so eine kleine KI wohl dahinter. Also die Antwortzeiten werden kürzer, je öfter man das benutzt. Genau. Die lernt mit. Genau. Also das ist wirklich cool. Wie gesagt, den Sprachbegriff Hey Porsche stellen wir auch noch rein. Ansonsten klar die Lautstärke über diese Schaltwalze zu regeln. Diese Raute, die wir hier haben, ist so eine Joker-Taste. Das heißt, wir können sie frei belegen. Was wirklich Thema Start, Stopp, Automatik, Radiosender oder sowas kann ich alles hier drauflegen. Genau, weil da gibt es gar keine Taste, oder? Genau, eine feste Taste haben wir dafür nicht mehr. Im Untermenü finden wir es, aber man könnte es hier zum Beispiel drauflegen. Ja, das ist schon mal gut. Ja, ansonsten klar, Auspuffanlage haben wir manuell zuschaltbar, auch ohne die Fahrmodi. Dann ESP, oder bei uns heißt es ja PSM, das ist aber genau das gleiche, Stabilitätsmanagement. Einmal kurz gedrückt Sportmodus, länger gedrückt ist es wirklich aus. Und die Dämpfer, die wir separat auch noch einstellen können. Alles von den Sachen hat dann aber, wie gesagt, über den Drive-Mode-Schalter am Lenkrad sowieso auch einen Einfluss. Das heißt, wenn ich jetzt hier in Sport- oder Sport-Plus-Modus gehe, dann sind natürlich alle fahrrelevanten Systeme davon gleich mit betroffen. Genau. Also das ist so der Schnellzugriff eben. Runtergesprungen ist relativ selbsterklärend. Klar, Klimatisierung, glaube ich, keine böse Überraschungen. Sitzheizung finden wir unten. Und Automatikgetriebe eben, die Steuerung. Sehr, sehr gut. Manuelle Taste jetzt hier. Früher hatten wir es ja, dass man den Getriebewählhebel wirklich kippen musste. Hier haben wir es jetzt eben über die Taste, dass er die Gänge auch wirklich hält. Genau. Ja. Dass man dann schön schalten kann. Ganz genau. Perfekt. Ich finde es auch nach wie vor super cool, einfach, dass das keine Kunststoffpedal sind. Was ich hier mal ganz gerne zeige, wir können den Cup-Holder auch rausnehmen. Das heißt, oben einmal entriegeln und dann nach oben raus. Der andere ist standardmäßig hier drin. Ja, das haben wir tatsächlich in dem Probefahrzeug haben wir es dann umgebaut. Ja, genau. Also das sagen wirklich viele. Das ist halt das Ablagefach, was ein bisschen dezenter ist. Den Cup-Holder muss man einfach gucken, was einem besser gefällt. Sollen wir das drin lassen oder? Lassen wir mal das drin. Okay. Und dann schaue ich mal, ob da meine Wasserflasche rein. Na klar, ja. Ja, aber das Handy wird ja da trotzdem auch nicht reinpassen, gell? Nee, ganz nicht. Thema Handy ist dann wirklich für unsere Mittelablage der Fall. Die Entriegelung ist hier auf der Beifahrerseite, das heißt einmal rübergreifen, genau. Perfekt. Okay. Und dann ist da das Ablagefach mit drinnen. Genau. Ja. USB-C auch sehr schön. Genau, USB-C. Ansonsten haben wir Apple CarPlay natürlich jetzt mit drin, das fragt er jetzt gleich auch ab. Kabel zu. Jo. Das wäre es dazu. Ach genau, einen Blick nach oben, immer noch ganz kurz zur Dachkonsole. Klar, die Laserlampen sind mit drin, ansonsten haben wir die SOS-Taste. Das heißt, für den Fall der Fälle, wenn wirklich irgendwo Notruf ist,
finde ich immer einen ganz, ganz interessanten Hinweis, nicht nur wenn es mir selber schlecht geht, sondern auch wenn ich irgendwo vorbeifahre, ein Unfall passiert ist, bevor ich jetzt hier reingehe und Notruf wähle. Genau, also kann ich wirklich kurz auf den SOS-Knopf, auch wenn es jetzt mit mir selber nichts zu tun hat. Der große Vorteil ist ja, dass der Fahrzeugstandort übermittelt wird. Ach cool. Genau. Ah, das wusste ich jetzt noch nicht. Das ist ging mir auch so, das hat uns nämlich ein Trainer auf der Schulung dann auch gesagt. Und da hat er noch was gesagt, was ich ganz interessant fand, wenn so dieses Thema unterlassene Hilfeleistung, was ja bei einer Unfallflucht oder bei einem bei unterlassenen Hilfeleistungen kommen kann, wird anscheinend hierüber, wenn das nachgewiesen werden kann, dass ich Notruf abgesetzt habe, ist das eine legitimer Grund, weil ich jetzt, gerade wenn ich nachts irgendwo unterwegs bin und ich habe jetzt einfach fühle mich selber unwohl, irgendwo auf dem Parkplatz oder auf irgendeinem Rastplatz nachts auszusteigen, muss man echt sagen, als Einzelperson, wenn ich keinen mit dabei habe, dann kann man Notruf wählen, kann sagen, hier gibt es ein Thema, ist somit sozusagen dann erledigt. Das finde ich stark, ja. Also das haben sie uns eben auch auf einer Schulung mal gesagt und das sind so einfach so kleine Hinweise, finde ich, die immer nicht schlecht sind. Also das ist echt eine gute Sache, so als Frau will man ja auch nicht überall aussteigen. Und so. Also geht mir trotzdem selber auch so, ich meine, wenn ich jetzt nachts irgendwo, weiß ich auch nicht, ob ich auf jedem Autobahnparkplatz hinterm Klohäusle da unbedingt jetzt große Experimente machen würde. Von daher, ja, der Hinweis. Ansonsten, wir haben Memory-Funktion, schauen wir uns gleich noch mit an, wenn wir nämlich den Account angemeldet haben. Das Schöne ist, die Sitzeinstellungen, Spiegeleinstellungen speichert er alles auf den Account. Toll. Genau, also in dem Moment, wo ich das Fahrzeug verriegel, wird das darauf gespeichert und holt er sich auch immer dann wieder. Genau, und wahrscheinlich dann auch für den nächsten Porsche, dann, wenn ich den ganz genau. Profil drin habe. Ne? Genau, also im Profil ist dann so, dass bei unseren Vorverwagen zum Beispiel so, da stellen sich die Sitzpositionen dann entsprechend ein. Nicht schlecht. Also das ist wirklich gut und ich kann 2 Schlüssel eben je nach Fahrer individuell wirklich auch nutzen. Das ist der große Vorteil. Ja. Sehr, sehr cool. Ich würde vorschlagen, meine Sitzposition. Es wurde mir soweit alles erklärt und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich kann hier viel einstellen, das ist mein Problem gerade. So. Dann schaue ich auch mal nach den Spiegeln. Ich würde mal zumachen. Perfekt. Ja, sehr gut. Sehr gut.
Genau, Warnwesten legen wir nämlich immer ganz gerne ins Handschuhfach mit rein. Ja. Damit man da schnell drankommt. Das wollen die ja auch, da kannst du, Ja. wenn man aufsteigt, schon an. Genau. Das stelle ich mir auch auf die Frage, wie das. Also da kann man Touren machen. Ja. Hier ist mein gutes Stück, mein Porsche Carrera T. Ja, ich habe ihn jetzt abgeholt. Ich bin mega zufrieden, überglücklich. Und ja, das war mein Video von der Auslieferung. Ich drehe jetzt natürlich gleich die erste Runde und da wird es über die erste Fahrt auch ein Video geben. Und ich bin gespannt, was du zu meinem Auto sagst, zu meiner Wahl. Und natürlich freue ich mich über dein Abo, wenn du uns dieses Jahr und alle weiteren Jahre begleitest, was wir alles so für Roadtrips vorhaben. Genau, wie gesagt, lass ein Abo da und ich freue mich. Danke dir. Tschüss.